So, hallo und herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer-Kanal hier. Ich bin auf den Großmarkt gefahren, um ja, ein paar Kokosnüsse zu kaufen, denn damit machen wir jetzt gleich unseren eigenen Kokosnussessig. Ja, wollte ich nur mal so kurz sagen. Und jetzt fahren wir auch schon wieder nach Hause und dann legen wir los, machen wir unseren eigenen Kokosnussessig. Als erstes öffne ich jetzt hier mal die Kokosnüsse, um an das Kokoswasser zu kommen. Das Kokoswasser, das fermentieren wir nämlich im ersten Schritt zu Kokoswein und im zweiten Schritt dann zu Kokosessig. Essig herzustellen ist eine Zwei-Schritt-Fermentation, wenn man das so sagen kann. Zunächst die anaerobe Alkoholfermentation, also unter Sauerstoffausschluss. Die zweite Fermentation zu Essig ist eine aerobe, also eine Fermentation mit Sauerstoff. Die Essigsäurebakterien brauchen viel Sauerstoff, um den Alkohol in Essigsäure umzuwandeln. Also von den Kokosnüssen, die ich verwende, habe ich etwa 1,2 bis 1,5 Liter Kokoswasser bekommen. Du musst aber keine grünen Kokosnüsse verwenden, wenn du keine bekommen kannst. Kokoswasser gibt es auch im Tetrapack zu kaufen, im Asiamarkt oder im Drogeriemarkt. Die braunen, trockenen Kokosnüsse enthalten zu wenig Kokoswasser und scheiden daher für die Verwendung aus. Wenn du fertiges Kokoswasser verwendest, dann kannst du auch den nächsten Schritt schon überspringen. Ich koche jetzt nämlich erstmal das Kokoswasser, um alle unerwünschten Keime abzutöten, und zwar für 20 Minuten. Anschließend muss das Kokoswasser auf 30 Grad abkühlen oder kühler, Hauptsache nicht mehr als 30 Grad, damit wir die Weinhefe nicht abtöten. Bis das Kokoswasser soweit abgekühlt ist, einen Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Weinhefe in 50 Milliliter Wasser auflösen und für 30 Minuten ruhen lassen. Ich gebe das Kokoswasser hier in ein Mesonglas, für das ich einen Fermentierdeckel habe. In der Infobox verlinke ich mal ein paar Möglichkeiten, was du verwenden kannst. So, in das Kokoswasser werden jetzt noch 3 Esslöffel Zucker eingerührt und anschließend das Hefewasser. Das Glas luftdicht verschließen. Ich verwende wie gesagt einen Fermentationsdeckel, der Kohlendioxid aus dem Glas entweichen lässt, aber keine Luft in das Glas lässt. Ja, und anschließend das Kokoswasser dann an einem schattigen, warmen Ort für 6 bis 7 Tage zu Kokoswein fermentieren lassen. Ganz wichtig, immer so sauber wie möglich arbeiten und alle Arbeitsgeräte sterilisieren. Den fertigen Kokoswein filtere ich jetzt in ein neues Glas um. Als nächstes muss der Kokoswein mit einem organischen Essig geimpft werden. Ich verwende hier einen nicht pasteurisierten Bio-Apfelessig mit lebenden Essigsäurebakterien. Und zwar 80 bis 100 Milliliter pro Liter Kokoswein. Theoretisch ist eine wilde Fermentation möglich, aber das ist schon eher wie Lotto spielen. Also das kann Essig geben oder irgendwas anderes aus. Glaub mir, ich habe das alles schon ausprobiert. Und das beste Ergebnis erzielst du, wenn du einen sehr guten Essig zum Impfen verwendest. Wenn das nämlich alles gut geht, brauchst du das nur einmal zu machen. Denn wenn der Essig fertig ist, hast du eine Essigmutter, die du immer wieder verwenden kannst. Den geimpften Kokoswein dann mit einem Tuch abdecken und an einem schattigen, warmen, luftigen Ort stellen und in 3 bis 6 Monaten zu Kokosessig fermentieren lassen. Übrigens, im Glas mit dem Kokoswein hat sich am Boden die Hefe abgesetzt. Die kannst du im Kühlschrank aufbewahren und für die nächste Weinproduktion wiederverwenden. Inzwischen haben wir Dezember, sind also 6 Monate vergangen, seit ich hier den Kokosessig angesetzt habe. Und wie man sehen kann, es hat sich eine wunderschöne Essigmutter gebildet. Die kannst du ab jetzt verwenden, um immer weiter Essig zu produzieren. Ja, den Essig, den filtere ich jetzt, und die Essigmutter, die lagere ich dann bis zum nächsten Ansatz im gleichen Essig, gebe aber noch einen Schluck Weißwein dazu als Nahrung für die Essigsäurebakterien. Den gefilterten Essig dann noch in sterile Flaschen abfüllen und im Kühlschrank lagern. Da der Essig ja noch lebendig ist, wird die Fermentation nicht stoppen. Daher stelle ich den Essig in den Kühlschrank und selbst da wirst du erleben, dass sich wieder eine kleine Kolonie von Essigsäurebakterien formt. Fehlt nur noch der ultimative Geschmackstest. Das duftet, ey. Sauer. Klar, ist ja Essig. Oh, super würzig. Ich sag mal, so ein kleiner Hinweis von Kokos. Klar, wir haben ja Kokoswasser verwendet. Also, sehr lecker. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Kokosessig zu machen. Wenn dir meine Anleitung gefallen hat, wie man Kokosessig selber macht, dann freue ich mich jetzt, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt.
Wenn du meinen Kanal Nico Staniszuk noch nicht abonnierst, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt hier den roten Knopf drückst und meinen Kanal abonnierst. Mir läuft das Wasser immer noch im Mund zusammen. Ja, das gesagt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Kokosessig selber machen gehen. Es lohnt sich, das ist mega lecker. Oh, here you are, face to face in this trashy bar.